Creativersum. Heute habe ich für euch einmal ein Tutorial für die Zeichensoftware Krita. Die ist so ähnlich wie Photoshop und ihr könnt sie ganz einfach kostenlos aus dem Internet herunterladen. Und wenn ihr das Ganze öffnet, dann sieht das hier so aus, wie hier angezeigt. Ihr habt an den Rändern noch verschiedene Werkzeuge, die sind im Moment ein wenig blasser dargestellt, weil wir ja noch kein Bild haben, an dem wir arbeiten. So, wenn ihr jetzt ein neues Bild anfangen möchtet, dann drückt ihr auf Neue Datei und dann bekommt ihr verschiedene Optionen. Also einmal könnt ihr zwischen nutzerdefinierter Vorlage wählen, da zum Beispiel Hochformat und Querformat und wie groß eure Leinwand sein soll. Und hier am Rand habt ihr noch einmal Animationsvorlagen, Comicvorlagen, Designvorlagen und so weiter. Es ist eigentlich relativ praktisch. Ich benutze jetzt mal die A3 Designpräsentation Querformatsvorlage. Und wenn ihr da einmal doppelt draufklickt, erscheint diese weiße Leinwand. So, das jetzt ist unsere A3 Leinwand. Jetzt erkläre ich einmal hier am Rand, was diese einzelnen Funktionen sind. Hier unten könnt ihr einmal die Farbe einstellen. Einmal mit diesem Dreieck, dann an diesem Kreis außen und mit den 3 darunter liegenden Schiebereglern. Man kann auch die Größe von dem Ganzen verstellen. Und das kann man eben mit jedem einzelnen Fenster machen und so kann man sich das Ganze ein wenig persönlich einrichten, wie man es lieber hat. Falls die Farbwähler bei euch nicht angezeigt werden, könnt ihr ein bisschen zwischen den Tabs da hin und her switchen. Hier oben kann man noch ein- und auszoomen an dem Schieberegler. Hier in dem weißen Fenster orientiert man sich, da bewegt man das Ganze hin und her. Und bei dem Schieberegler da drunten, das steht auch noch dran, das ist die Drehung. Ihr könnt auch, wenn ihr mit der Maus rechts klickt, einmal die Winkelzahl direkt eingeben. Ein- und auszoomen könnt ihr auch einfacher, indem ihr STRG Plus bzw. STRG Minus drückt. Hier weiter oben haben wir eben die Ebenen. Ich denke, viele von euch wissen schon, was das ist. Da oben bei dem Schieberegler stellt man die Deckkraft ein. Wenn man auf dieses Auge drückt, dann blendet das die bestimmte Ebene entweder ein oder aus. Durch das Plus fügt man auch eine hinzu und wenn man die anklickt und gedrückt hält, dann kann man die auch neu sortieren. Hier neben dem Pfeil, neben dem Plus, da findet ihr verschiedene Optionen, wie ihr eine Ebene erstellen könnt. Ich verwende ganz oft die Dateiebene, wenn ich eine bestimmte Datei zum Beispiel für ein Beispielfoto einfügen möchte. Hier am Rand haben wir noch einmal die Werkzeugleiste. Das T steht für ein Textwerkzeug, dann könnt ihr ein bestimmtes Feld erstellen und dann erscheint ein neues Fenster, in dem ihr dann den Text eingeben könnt. Ich gebe jetzt als Beispiel einfach mal Hi Ausrufezeichen ein. Hier oben könnt ihr dann, wie zum Beispiel bei Word, einstellen, wo die Schrift stehen soll, ob es fett gedruckt, quer gedruckt oder unterstrichen sein soll. Ihr könnt es auch wie in Programmierschrift dargestellt einstellen und hier verändert man die Schriftart. Ich suche mal eben eine andere raus. Und dann könnt ihr noch die Schriftgröße verändern und ob es fett oder mager gedruckt sein soll. Hier habt ihr auch nochmal die Möglichkeit, die Farbe zu verändern. Und wenn ihr dann mit euren Einstellungen fertig seid, dann könnt ihr auf Speichern drücken und das Fenster schließen. Und dann habt ihr eure Schrift und die erscheint auch oben rechts bei den Ebenen als eine neue Vektorebene. Übrigens, wenn ihr die rechte Maustaste drückt, dann erscheint da nochmal die Farberegler und die verschiedenen Zeichenwerkzeuge. Das benutze ich aber nicht so häufig. Das am Rand, was ich jetzt angeklickt habe, ist das Transformieren-Werkzeug. Damit könnt ihr die Größe von eurer Ebene oder von eurem ausgewählten Bereich verändern. Ihr könnt es drehen, stauchen und strecken und eben praktisch größer machen. Weil das ist jetzt ein bisschen klein als Beispiel. Ich mache das mal eben größer.
Hier oben bei den 4 Vierecken habt ihr einmal die Möglichkeit, euer Zeichenwerkzeug auszuwählen. Hier die sind nach Stichworten sortiert, ihr könnt da ein neues Stichwort erstellen oder ein altes umbenennen. Ich habe hier in meinem Fall für Lin was erstellt mit Pinseln, die ich so oft benutze. Und ja. Wir müssen einmal auf eine andere Ebene wechseln, weil man auf Vektorenebenen nicht mit dem Zeichenwerkzeug arbeiten kann. Wenn ihr direkt auf das Pinselsymbol klickt, dann könnt ihr zum Beispiel verschiedene Stempel einstellen. Oder die Strichstärke verändern und so weiter. So, ich entferne mal die Schrift, damit das übersichtlicher wird. Ich habe mal einen Baumstempel erstellt, weil ich einen Wald zeichnen wollte und das wäre sehr umständlich gewesen, jeden Baum einzeln zu zeichnen. Von daher kann ich einfach mit diesem Pinsel die ganzen einzelnen Bäume zeichnen. Ich zeige euch einmal, wie man so einen Stempel selbst erstellt. Dafür mache ich einmal die Leinwand wieder leer und zeichne dann einmal, wie dieser Stempel aussehen soll. In diesem Fall nehme ich mal eine Art Blume. Und wenn ihr damit fertig seid, dann geht ihr auf das Stempel Plus Zeichen, benennt diesen Stempel, geht auf OK und dann habt ihr den als neue Option in eurem Fenster drin. Dann könnt ihr den anklicken und auch gleich benutzen. Und wenn ihr wieder den normalen Pinsel haben möchtet, dann geht ihr wieder auf die Einstellung und setzt das Ganze wieder zurück. Dann könnt ihr wieder, wie vorher, mit dem Pinsel normal zeichnen. Hier oben mit den Schiebereglern verändert man übrigens die Deckkraft, da steht da aber auch alles oben dran, und die Breite von dem Pinsel. Damit bekommt man eigentlich ziemlich gute Verläufe hin. Achso, dieses Zeichenwerkzeug wäre noch relativ erwähnenswert, weil ich das sehr oft benutze und es sehr praktisch ist. Das ist der Zauberstab, also es ist sozusagen funktioniert es wie ein Aufheller. Das heißt, man kann, wenn man mehrere Schichten übereinander malt, dann bekommt es so einen Lampeneffekt, als würde es leuchten. Das ist ganz praktisch, wenn man zum Beispiel leuchtende Augen von einem Charakter zeichnen möchte oder ähnliches. Hier am Rand, darunter die Werkzeuge, an der Leiste hat man noch ein paar Formen, ein paar Möglichkeiten, bestimmte Geometrieformen einfacher hinzubekommen als per Hand. Hier eben, ich benutze nochmal das Transformieren-Werkzeug, damit ich ein bisschen Platz auf der Leinwand mache. Darunter hat man noch ein ähnliches Werkzeug,
Damit kann man im Grunde das Ganze verschieben, ohne es irgendwie perspektivisch zu verzerren. Das Pipettenwerkzeug sollten auch eigentlich viele von euch kennen. Das ist, man wählt eine bestimmte Farbe damit aus und dann kann man, wenn man den Pinsel wieder benutzt, in dieser Farbe zeichnen. Mit dem Eimerwerkzeug kann man eben die gesamte Fläche einfärben, beziehungsweise die Fläche, die man ausgewählt hat. Und mit diesem Lasso-Werkzeug kann man, wenn man eine Auswahl getroffen hat, bestimmte Optionen damit vornehmen, zum Beispiel das auf eine neue Ebene kopieren oder es transformieren oder ähnliches. Es gibt auch noch den Zauberstab. Wie in Photoshop könnt ihr damit bestimmte Bereiche auswählen. In diesem Fall habe ich eben nur die Leinwand als Bereich. Und mit der Hand ganz unten könnt ihr die ganze Leinwand hin und her bewegen, aber das kann man ja auch mit dem Schieberegler an der Seite machen. Und wenn ihr eine Auswahl getroffen habt, dann taucht ihr auch bei den Ebenen auf. Ihr könnt die Sichtbarkeit davon auch verändern. Ich lösche jetzt in diesem Fall mehr, weil die auch sehr viel Speicherplatz wegnehmen. Ich zeichne einmal hier als Beispiel etwas, in diesem Fall einfach wieder irgendeine Blume, damit ich euch gleich einmal zeigen kann, wie die Funktionen ganz oben über der Werkzeugleiste funktionieren. Beispielsweise hier oben, wenn ihr auf Bild drückt, dann könnt ihr das Ganze umdrehen. Ihr könnt es senkrecht spiegeln und waagerecht spiegeln und das hilft, wenn man einen neuen frischen Blick auf die Zeichnung haben möchte und dann fallen einem auch leichter die Fehler auf, die man gemacht hat. Hier, wenn man auf den Filter drückt, verwende ich ganz oft auf Anpassen und dann den Farbabgleich. Dann könnt ihr die verschiedenen Farbtöne von eurem Gezeichneten oder, wenn ihr eine Auswahl getroffen habt, von den Sachen innerhalb der Auswahl verändern. Ich schiebe die Regler mal ein bisschen hin und her, damit ihr seht, wie das so aussehen kann. Außerdem ist noch vieles weiteres möglich, wie zum Beispiel Weichzeichnen oder die Leuchtkraft verändern oder ich zeige euch mal die Farbanpassungskurven oder Cross-Channel Adjustment, tut mir leid, habe mich vertan. Damit könnt ihr auch die Sättigung zum Beispiel verändern, indem ihr könnt ein bisschen herumprobieren. Ich weiß selber noch nicht ganz, was man da alles für Farbveränderungen erzielen kann. Das ist aber ganz interessant, es funktioniert ähnlich wie der Farbanpassungsfilter.
füge hier mal eben ein paar weitere Dateien ein für die Pinsel. Ich habe hier einmal für euch zusammengestellt in Schwarz-Weiß, wie die einzelnen Pinsel alle aussehen. Es sind tatsächlich 2 Seiten geworden, weil es so viel ist. Also es gibt da alles von Airbrush bis Fineliner und Ölfarben, verschiedene Pixelstifte. Und hier haben wir nochmal die ganzen Stempel mit den Bergen da hinten. Habe ich zum Beispiel schon mal eine Landkarte gezeichnet. Und weil mein Blumenbeispiel schon ein wenig komisch aussieht, zeige ich euch hier noch einmal ein Bild, was ich auch auf Instagram veröffentlicht habe. Und zwar einen Falken. Okay, das war's dann auch schon wieder mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Darüber freue ich mich immer. Und schreibt auch gerne in die Kommentare, falls ihr Verbesserungsvorschläge habt. Und wir sehen uns dann nächste Woche um 19 Uhr. Tschüss!